Ja, moin zusammen, hallo. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar folgendes. Erstens, es wird jetzt immer Sonntagsvideos geben, weil das passt irgendwie besser, wenn ich die ganze Woche über Zeit habe, Videos zu machen. Dann gibt's Sonntag eins. Ich hoffe, die werden dann auch qualitativ besser. Ähm, Heute ein ganz simples. Ich habe mir die Speedpaint Metallic 2.0 geholt. Das ist ein Speedpaint-Set, allerdings mit Metallic-Farben. Und die würde ich jetzt gerne mal mit euch quasi testen. Dafür natürlich wieder gehen wir an den Bemaltisch. Bis gleich. So, hier sitzen wir, hier sind wir. Hier ist der Karton. Wie immer sind natürlich die Farben sollen drin sein und wenn ich es richtig gesehen habe, genau ein Full Brush und diese Farben. Und zwar Hoplite Gold, Golden Armor, Glittering Loot, Broad Bronze, Broadsword Silver, Polished Silver, Enhanced Steel, Braced, Copper, Taylor's Bronze und Aztec Gold. Ja, ein bisschen eingedutscht ist so. So, da ist schon mal der Pinsel, wie man es kennt, die Farben, sehr schön. Hier sind die Aufkleber drin, die auch immer wie immer halt. Sozusagen ist halt bei Army Painter so. Ein Painting Guide, auch wie immer. Und natürlich ein bisschen, wie man Speedpaints benutzt. Aber gut, das wissen wir ja. An sich sollten die ja nicht anders funktionieren als andere auch. Ich habe mir diesmal, da ich wirklich nur mal testen möchte mit euch, habe ich mir eine Büste ausgedruckt. Ein Arthur soll das sein. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir einmal hier das Weitschwert Silber benutzen und hier an einem der Löwen vielleicht einfach mal das schöne Gold. Ja. Nicht lang schnacken, Kobbinaggen. Erstmal hier so ein Härchen irgendwie dran. Gut, stört jetzt hier alles nicht. Wie gesagt, wir machen hiervon einen. Ich glaube den hier, weil da ist mehr Farbunterschiede. Und dann das Schwert. Gut, dafür nehmen wir uns, ihr hört schon, da sind wie immer Kugeln drin. Einmal Broadsword Silver. Und ich würde sagen, für den Löwen nehmen wir uns auch das, hoppala, die Golden Armor. Und dann bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Schreibt mir das gerne auch in die Kommentare, wenn ihr die schon benutzt. Jetzt müssen wir einmal hier ein bisschen Schüttelmeister spielen. Aber das ist ja auch nicht das Problem. Und ich nehme die Büste einfach deswegen, weil ich mir gedacht habe, ich benutze auch diesen Pinsel. Dann haben wir das alles aus dem Set benutzt. So, ich fange an mit dem Schwert. So, dafür müssen wir natürlich irgendwo etwas haben, wo wir das drauf machen. Ich habe eine schöne Nasspalette. Die seht ihr jetzt nicht. Aber da packe ich das jetzt rein. Und wir fangen mit dem Schwert einfach an, mit der Klinge. Man sollte hier dieses Röhrchen vom Pinsel nehmen. So. Speedpaints funktionieren ja so, indem man einfach viel Farbe nimmt. Und ich gehe jetzt von oben nach unten. Einmal so. Über dieses Schwert. Bin ich mal gespannt. Wie das funktioniert. Weil bin ich hinterher gespannt, wie die Büste irgendwann aussieht, denn ich habe noch 2, 3 Sets bestellt. Weil ich gesagt habe, ich brauche eh Farben. Und meiner Meinung nach ist es bei Sets meistens günstiger, als wenn man sich die dann alle einzeln holt. Und ja, ich wollte auch mal ein bisschen wieder testen. Logischerweise. So. Ja, das war es schon auf der Seite. Nehmen wir noch die andere Seite. Und ich habe mein Schild gerade abgebrochen. Gut. Seht ihr?
Fehler passieren. Jedem. So. Jetzt machen wir hier dasselbe. Bin echt mal gespannt. NMM finde ich ja auch immer sehr, sehr schön, ist aber natürlich auch sehr, sehr zeitaufwendig. Und tatsächlich habe ich mir gedacht, man kann das doch garantiert kombinieren, wenn man diese Speedpaints hat, mit diesen schönen goldenen und glänzenden Farben, dass man NMM mit einfach mit diesem Speedpaint kombiniert, mit den True Metal, heißt das glaube ich, True Metal Speedpaints, wenn man die kombiniert, auch dieses Schild, ich habe gerade ein bisschen Angst, dann wird es auch garantiert auch witzig. So, die Klinge haben wir schon mal. Und jetzt nehmen wir uns das Golden Armor. Wie gesagt, ich werde hier die rechte einmal damit machen. Einfach nur komplett. Weil wir ja wirklich jetzt nur gucken wollen, wie es aussieht. Das wird übrigens meine Ausprobierbüste. Also sprich, da drin werde ich diese ganzen Sets, die ich jetzt noch gestellt habe, immer testen. Und dann bin ich wirklich mal gespannt, wie es aussieht, wenn er fertig ist. Voila, nicht zu hektisch werden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr auch solche True Metal Farben benutzt. Oder ob ihr lieber Freunde von Non-Metal Metal seid. Würde mich mal interessieren. Ich finde ja beides irgendwie hat seine Berechtigung und ich finde auch beides sieht echt gut aus zeitweise. Aber zeitweise finde ich auch, es passt nicht immer zu allen Minis. Also NMM finde ich eigentlich hier für so Büsten und so super. Aber ich sag mal, wenn ich eine Armee bemale, würde ich schon ganz gerne was Schnelleres haben. Einfach, um halt auch voranzukommen. Und bei Büsten, beziehungsweise auch die großen Modelle, ich weiß nicht, 75 mm oder sowas. Oder bei den Mystic Battles, die Götter, kann man auch mal was anderes machen. Ich habe hier jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel Farbe drauf. So. Wie auch immer ich es geschafft habe, dass es hier drin innen liegend immer noch weiß ist. Sollte ja eigentlich eher sein. Also ich muss sagen, von der Farbwahl her ist in diesem Pack eigentlich gut was drin. Mann. Damit kann man definitiv was anfangen. Hier mache ich jetzt auch Gold. Und bin dann hier mal echt gespannt, wie das hinterher aussieht. Aber hier das Silber ist so, weiß ich noch nicht, ob mir das so gefallen tut. Aber das Gold sieht schon mal cool aus.
Aber ich mache jetzt hier direkt die Seite mit. Mist. Bei Speedpaints darf man ja ruhig ein bisschen mehr Farbe benutzen. Damit das richtig schön überall reinläuft. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie gesagt, es wird jetzt sonntags immer ein Video geben. Was ihr davon haltet. Ob euch das, ja, ich sag mal, am besten passt. Ob es gut ist, dass das sonntags ist. Ich denke mal, ja. Wie gesagt, da es für mich am besten ist und ich dann auch Zeit habe, mal vernünftige Videos zu machen. Ja, manchmal stören mich meine Videos, wenn ich dann mehr Zeit habe, am Stück, sag ich mal, ein Video zu machen in der Woche. Ist das, glaube ich, was Besseres. Also ein besseres Video wird das dann natürlich. So wie ich hoffe. Und ich kann mich dann halt auch besser auf ein Thema zum Beispiel konzentrieren. Ne? Glaube ich. Da fahren wir alle besser mit. Ja, lieber Qualität anstatt Quantität. Ich denke, da werdet ihr mir zustimmen. Ja. Und ja, bei Twitch gibt es dann auch demnächst samstags wieder die Livestreams. Da musste ich mir jetzt nur tatsächlich eine neue Cam holen. Weil sie den Geist aufgegeben hat, deswegen gab es jetzt erstmal nichts. Ja. So. Soweit, so gut. Dann lassen wir den Spaß mal eben trocknen. So, noch nicht ganz trocken, aber beim Schwert hier, finde ich, sieht man es schon. Sieht nicht schlecht aus. Ja, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, dass es halt wirklich, weil es hier ja so schwarz war und hier wirklich weiß, und jetzt ist es komplett ab. So, und hier jetzt komplett weiß war, hier oben und hier unten so relativ schwarz, relativ dunkel. Dachte ich, dass dieser Übergang ein bisschen mehr ist. Ist leider nicht. Auch hier bei den Schulterplatten. Ja, es läuft schön rein und ja, es wird ein bisschen dunkler. Ja, man hat hier oben, sieht ihr hier bei dem Löwen, seht ihr das vielleicht? Da habt ihr wirklich schön Konturen drin. Ja, finde ich nicht schlecht. Wie gesagt, das ist garantiert nicht verkehrt für normale Minis. Ja, sieht auch hier die Katscha und alles. Finde ich okay. Man darf natürlich nicht vergessen, das ist halt so nicht so einfach mit diesen Goldpigmenten und so wirklich ein gutes Speedpaint hinzukriegen. Aber ich finde es sehr, sehr geil. Vor allem finde ich sehr cool. Jetzt habe ich hier den Grund drauf. Jetzt könnte ich mir natürlich theoretisch vielleicht noch ein anderes von den Speedpaints hier nehmen. Zum Beispiel das Glittering Loot. Ja. Das könnte dann tatsächlich, könnte man dann wahrscheinlich dazu benutzen, vorsichtig Konturen nachzugehen. Ich weiß nicht, ob ich das mit Speedpaint machen würde. Ich würde vielleicht wirklich ein Polished Gold nehmen oder ein Greedy Gold oder sowas und dann noch ein bisschen rausarbeiten. Aber ich sag mal, als Grund ist das schon sehr, sehr cool. Genau dasselbe würde ich hier tatsächlich machen. Hier würde ich obenrum nochmal schauen, ob ich hier mit einem helleren Silber die Kante vielleicht noch ein bisschen rausarbeite hier oben. Und hier unten die Blutrinne. Und hier die Schräge. Dass man, dass man das halt rausarbeiten kann. No? Also, dass man hier Silber hat und hier, dass das so ein bisschen glänzender aussieht. Glaube ich, würde gut funktionieren. Ich glaube, dafür sind diese Speedpaints auch mehr oder weniger auch sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, für Armeen finde ich das super. Gut, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Mal schauen, was ich da mache. Jo. Gar nicht. Samstag. Wir sehen uns Samstag wieder, weil Samstag ist bei Twitch wieder Livestream. In dem Sinne. Lasst gerne einen Kommentar da oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.